Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Pacific Drive. Ja, das letzte Mal sind wir ja hier nach Red Meadows gefahren. Und jetzt dürfen wir uns hier gemütlich umsehen bei ganz starkem Regen. Das kann ja ganz lustig werden. Und You know, I remember Red Meadow like it was yesterday. You up to your eyeballs in paperwork. Francis coated in chalk dust from the Black Horse. You mistaking my lab notes for trash pile and throwing away weeks of work. Yeah, it'd be nice to see it again. They bulldozed that facility to the ground. There's nothing left to reminisce about. okay. Wie gesagt, wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir uns irgendwie zurechtfinden. Es ist dunkel und regnet, das ist alles doof. Aber mein Ziel war es auch, für definitiv noch mindestens ein, aber eigentlich eher zwei instabile Anker mitnehmen. Damit wir bald auch an die fortschrittliche Werkbank rankommen können. Aber wie gesagt, hier können wir ja dann auch sicherlich mal hin zurückkehren, um auch nochmal ein bisschen hier Sachen suchen zu gehen. Ich glaube nämlich, dass es auch ein guter Punkt ist dafür, vor allem auch um die instabilen Anker mitzunehmen. Do you ever regret all this? From the very second I heard your voice coming through my speakers. I mean, everything that happened here. Handing over Lynn, the way the project ended. It Gut. cost you Alan. You know, your career. The entire damn Olympic Peninsula. But you're still here. So are you. You chose your urban legends over everything else. And you wonder if I regret it. Oh, I have no interest in regret. I want to know if you ever felt that leaving was a real option. After everything I've seen and heard and felt here, no, not a chance. Then we have that in common. So, rein hier. Oder eher durch da. Nee, schon rein, okay. Ja. Oder nee, es ist durch. Wir sind irgendwo durchgefahren, weil es regnet ja trotzdem noch weiter. Da ist ein instabiler Anker. Sagt, und jetzt habe ich das. Kann schon anbleiben. So, wir könnten natürlich auch weiterfahren. Wir müssen ja irgendwie auf die andere Seite anscheinend kommen. Oder auch nicht, hier dürfen wir nicht weiter. Gut, dann müssen wir mal gucken, wie wir da weiterkommen. Das wird auch noch eine kleine Herausforderung, aber gut, das ist ja nicht schlimm. Wenn wir einmal es gewohnt sind, dann ist es ja Herausforderung. How's Francis? He hasn't left the bedroom. I'm sorry you didn't know about his demotion. It wasn't my secret to tell. It's fine. This is between him and me. Okay. Da ist der zweite Anker. Hier ist ja wirklich eine Menge los, ne? Ist halt auch doof, dass es wirklich so dunkel hier ist. So Aber gut. What,
What did Alan tell you about his work? He was second in command of Dr. K's lab, after all. Alan didn't discuss his work with me, nor did I share mine with him. Wait, you were head of the whole stinking department. You must have known something about what their lab was doing. If there was anything useful to be found, I'd have sussed it out already. That's all I did after the accident. Try and fail to find any answers. Hier ist noch ein weiterer instabiler Anker. Sagt, wenn man an welche vorbeikommt, dann lasst die ruhig wirklich mitnehmen. Wie gesagt, die brauchen können wir sie ja alle mal. Den da hinten mal auch noch holen. Hier 4,1, immerhin. Sonderbare Glut. Nehmen davon mal ein paar mit. Selbst wenn hier eigentlich der Handstaubsauger eher die bessere Option gewesen wäre, laut unserem Scannergebnis. Was haben wir da noch? Ich habe keinen Pulshammer. Manu. Geht das damit vielleicht auch? Fragt ein Freund. Kannst du ja mal ausprobieren. Ja, tatsächlich. Aus den Dingern kriegen wir also die Thermosaftkristalle. Wahrscheinlich würden wir dann mit dem Impulshammer mehr kriegen, aber so können wir sie natürlich auch erstmal mitnehmen. So. Haben wir da bekommen? Roter Ballon, okay. So. Hier müssen wir rein. Dr. K's access records were coded to the lab that used to be here. I'm feeling less optimistic by the second. Now to scour this place clean. Something's here. We just can't see it. Oh, following a hunch. Not your usual MO, Oppie. No, but being suspicious of order is. Schon wieder einen platten Reifen im Übrigen. Lass den mal reparieren. Sumpfeier brauchen wir für den Schweißbrenner. Okay, das ist interessant. Ein Absichtskit bitte. Dankeschön. So.
Wir wissen ja, dass irgendwas hier sein muss. Wir wissen aber noch nicht, was. Whoa, driver, hang on. Where are you going? That should have been the end of the facility. According to the blueprints, anyway. Folge dem Zugangstunnel. Okay, wir haben also gleich was richtig gut erwischt. Was ich aber auch mal kurz mache. Ist hier mal nachfüllen. Damit wir noch gut Sprit haben. Schon gut, den großen Benzinkanister dabei zu haben. Und wir haben ja noch den kleinen im Kofferraum. So, wir fahren jetzt einfach mal gut nach Gefühl hier irgendwie weiter. Ah. Security protocol activated. Scan artist security credentials immediately. Well. After all these years, an artist still has something to hide. We're definitely onto something now. Driver, anything you find down there, scan and transmit it back to us. We'll work on disengaging the security protocol. Okay, wir sind die... Okay, here's something. This thing in the deep zone, they called it the well. Oh, fantastic. Tobias, run those reports through the decryptor and see what you can find. Durchsuchen die Forschungsplattform nach scannbaren Labordaten. Was passiert eigentlich nur mal so rein? Oh, you'll like this, Tobias. Your remnant origin story, if you will. So let me guess, you're about to ruin a good urban legend with a bunch of science. Fine, I'll read this one myself. Nice work, Schade. driver. We'll review these and summarize our findings after. Na gut, wenn wir das also nicht machen, kriegen wir also kein Plasma. Okay. So, wollen wir denn noch was? Hier haben wir so viel... Ah, es ärgert mich, wir haben so viel Plasma hier. Hätten wir doch nur mal das Zeug dafür da. Da hinten haben wir noch was. Da brauchen wir... Da, gut, jetzt können wir auch mit Auto weiterfahren. Ja, unseren Puls haben wir noch nicht kaputt. Könnten wir den wenigstens herstellen, aber können wir ja nicht, weil... Es fehlt eine scheiß beschissene Gasflasche. Aua, scheiße. Eine scheiß beschissene Gasflasche. So, aber wie gesagt, das ist schon... Schon heftig hier. Naja, dann, fahren wir mal nach da und dann noch nach da hinten. So. Den nächsten Ader-Phänomenenbericht. These lab notes are complete gibberish. What about these diagrams, though? It looks like he was trying to convey something. You can admire the doctor's newfound art skills all you want. You won't find anything useful in them. Wir fahren jetzt hier mal außen rum. Ich gehe ja mal davon aus, dass wir da trotzdem... Da müssen wir eh noch hin. Also ganz ehrlich, der Blitzableiter war schon sehr sinnvoll.
können wir, glaube ich, mittlerweile nicht leugnen. So, weitere Versuchsdaten. This is a decrypted record of the accident. Poppy, are you sure you want to hear this? It's got details about Alan's final moments. It's been over 30 years. I'm past ready. Hm. Go on, driver. Keep snooping and see what else you can find. Kommen wir irgendwie ohne zu sterben darüber? Sterben wir im Wasser? Ich weiß nicht, ob das so der Weg war, den wir hätten nehmen dürfen. Alan's lab notes. Maybe my late husband sent us something useful from the grave after all. And you're all clear. Give us a moment. We'll let you know what we found in all this data. You can make your way back to the auto shop after you're done scouring the place. And driver, thank you. Okay. Wir müssen jetzt noch irgendwie versuchen, da wieder rauszukommen. Gibt es hier einen guten Weg irgendwie nach draußen? Ja, hier, okay. Gut. Dann haben wir das ja. Das ging ja dann doch recht gut. So, dann auf zur stabilisierten Zugangsstraße. Gut, wie gesagt, wir hätten noch 2 weitere Anker mitnehmen können, ja, aber wir haben, soweit es geht, versucht, erstmal alles das mitzunehmen, was überhaupt in unserer Reichweite war, und groß viele Umwege dafür zu machen, weiß ich jetzt auch noch nicht. Deswegen, ja, ist schon gut so, wie wir es mal gemacht haben. Kehre zur Werkstatt zurück. So. Driver, you hit the jackpot. We've got a lead on what you're heading toward in the deep zone. Tobias, give us the rundown about the wind. Arda classified it as a hotspot of ultra-high energy gamma radiation. Its eruptions were spontaneous, and ultimately Arda made no conclusion about what caused it, when it would blow, or how destructive it would be. Arda, of course, wanted to control this bottomless well of energy. So they brought in Dr. K and Alan to research activation and containment. They discovered a way to reliably trigger the well, and that was the remnants. And that's what the remnants have been leading people towards. Mhm. The well. Okay. Das klingt ja schon mal interessant. This second report's a good one. Ready to hear where the remnants came from? The original remnants were created in Dr. K's lab. They aimed to create a trigger for activating the well by infusing objects with a carefully calibrated limb wave. The ones that shared a resonant frequency would... Yeah, just get to the good stuff. You know, you'd be a much better ghost hunter if it weren't for that unfortunate attention span. Reading this makes it obvious how the remnants ended up in the wild. Wait, what? How? The gamma ray surge that caused the mass hallucination event. That energy irradiated everything within a 10-mile radius. Objects with the right characteristics absorbed that energy and became the remnants people found out in the zone.
Wow. Francis would get a kick out of that one. I'll tell him later. Ach so. I've reviewed Dr. K's lab notes. And now we know what he was doing in that lab after the accident. Spinning in circles for years. His injuries were real. Dr. K's radiation exposure should have been fatal. And the minute he could stand on his feet again, Arda shuttled him right back to his lab and bid the monkey to dance. They allowed him to carry on in the hopes that he would reproduce anything useful. He worked for 2 whole years before they quietly retired him from his post. Sorry we scrambled your brain. Here's your pension. Bye. Kehre zur Werkstatt zurück, nachdem du die Daten gefunden hast, wahrscheinlich. Da sind wir auch wieder. Now we go into the deep zone. Easy peasy. Except for the issue of the old wall. Right, yeah. That. You got some genius idea up your sleeve, huh? Is that how you think it works? That scientists construct genius at will. Well, yeah. Do you? Well, in this case I do. But don't expect it to work like that every time. Driver, the quarantine checkpoints will be the best way through the old wall, but they're death traps in their own right. But I designed something to help. Check out the blueprints I sent over. Bereite dich auf die Durchquerung vor. Ein Limmschild. Ein Limmschild, was können wir denn dafür? Jetzt brauchen wir die bessere Werkbank, okay. Werkbank höhere Stufe. The old anomalies took up residence in the crossing points. It's not enough to have a shield. The shield itself needs to be shielded. The energy drain on that shield is massive. It won't last Oh, you more than Francis. 5 seconds. Yes, and? You'll need to recharge on the go, but the deep zone's grid is completely dark. You know, what if we could reroute our power into the deep zone? But we need to jumpstart the network somehow. That car is basically the world's most overpowered electromagnet on wheels. The driver induces a current, then you open the electrical floodgates. They'd have to induce the current the entire way through the old wall while making the crossing and maintaining speed. I don't know what to tell you. If you don't believe the driver and that car's got what it takes by now, then go back to hunting ghosts. We've got a job to do here. This could work. Are you in, Francis? I don't know. Look, we have a real chance of losing everything at the old wall. I'd like to not fail this far along. How can we know this will work? We don't. That's how science works. We form a theory, and we test it, and we fail. And fail, and fail, and only sometimes do we succeed. Come on, Francis. Please? Fine. I'll do it. Sehr schön. Right. The team is assembled. Driver, get on with building that limb shield. We'll work on spinning up the power grid in the meantime. Gut, also spätestens jetzt sollte klar sein, was wir in den nächsten Folgen zu tun haben. Dass wir wirklich Ressourcen sammeln müssen. Das ist, glaube ich, klar, weil wir brauchen Gasflaschen, wir brauchen die bessere Werkbank, wir brauchen für das Limmschild noch einiges. Das wird lustig werden, aber gut, das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Ja gut, nichtsdestotrotz, wir können ja mal gucken, hat er irgendwas Interessantes für uns, noch bevor wir Folgenende machen. Feuerschrott. Gasscherben. Eine Gasflasche wäre ganz gut, aber ich bezweifle, dass wir so viel Glück haben werden. Ne. Gut, ja, nichtsdestotrotz, wir haben ja viel geschafft. Also, der Plan für die nächsten Folgen steht, dass wir Material suchen müssen, vor allem Chemikalien, Gasflaschen und Kupferdraht. Das wird noch ein bisschen lustig werden. Gut, aber um voranzukommen, brauchen wir das dann wohl. In dieser Hinsicht bedanke ich mich natürlich auch recht herzlich fürs Zuschauen. Und würde mich natürlich auch freuen,
ihr das nächste Mal bei Pacific Drive wieder einschaltet. Aber bis dahin, ciao.